Ja, das ist wieder Musculus. Heute mit einer Folge mit dem Titel Amyotrophe Lateralsklerose. Was das ist, erklärt uns gleich unser heutiger Experte, nämlich Dr. Hakan Çetin. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Brix. Schön, dass Sie da sind. Ich darf gleich zur ersten Frage kommen. Was versteht man denn unter Amyotrophe Lateralsklerose? Das ist ein schwieriger Begriff für einen Laien. Und was ist ihre Ursache? Die Amyotrophe Lateralsklerose, es handelt sich hierbei um eine neurodegenerative Erkrankung, um die häufigste neurodegenerative Motoneuronerkrankung des Erwachsenenalters. Es sind hier hauptsächlich bestimmte Nervenzellen betroffen im Gehirn und im Rückenmark, die sogenannten Motoneurone, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten und untergehen. Und dafür gibt es verschiedene Ursachen. In welcher Lebensphase treten denn die ersten Symptome auf? Die Erkrankung kann in jeder Lebensphase auftreten. Das durchschnittliche Alter ist bei so 60, 65 Jahren, wobei ich auch Patienten im 20. Lebensjahr hatte. Also ein sehr breites Spektrum, in dem die Erkrankung auftreten kann. Und auch die Präsentation, die Symptomatik kann sehr heterogen sein. Das kann die Hand betroffen sein, der Fuß, die Sprache, das Schlucken. Sehr charakteristisch für die Erkrankung ist aber, dass die Erkrankung oder die Symptomatik von einer Region sich auf eine andere ausbreitet und dass das so vonstatten geht. Also es kann sein, dass zuerst die rechte Hand betroffen ist, dann kommt die linke Hand oder der rechte Fuß hinzu und so greift die Erkrankung auf alle Extremitäten, auf die Sprache, auf das Schlucken über, sodass die Patienten am Schluss, also innerhalb weniger Jahre, quasi im Rollstuhl sind, bettlägerig sind, nicht mehr sprechen, nicht mehr schlucken können und künstlich hier quasi ernährt werden müssen und die Kommunikation eigentlich am Ende der Erkrankung im Endstadium nur mehr über die Augen möglich ist. Und hier gibt es spezielle Tools, Sprachtools, Sprachcomputer, augengesteuerte Sprachcomputer, die hier angewendet werden können. Aber die Erkrankung schreitet eben von einer Region auf die andere fort. So wie Sie das beschreiben, erinnert mich das an Stephen Hawking. Stephen Hawking hatte die Diagnose und bei ihm hat man gut gesehen, wie die Erkrankung im Endstadium ausschaut. Also er konnte sich nicht mehr bewegen, er hatte einen Sprachcomputer, einen augengesteuerten Sprachcomputer. Also man sieht, das ist eine sehr individuelle Situation, die man mit den Patienten sich Zeit nehmen muss und das besprechen muss und die individuelle Entscheidung akzeptieren muss. Viele kennen wahrscheinlich den Begriff der multiplen Sklerosen. Wo sind denn da die Unterschiede? Ja, da gibt es wesentliche Unterschiede. Also die Multiple Sklerose ist eine autoimmun-neuroinflammatorische Erkrankung. Also Inflammation heißt Entzündung. Hier spielen entzündliche Faktoren primär eine Rolle. Und bei der amyotrophen Lateralsklerose oder ALS, wie die Erkrankung auch meist abgekürzt wird. Hierbei kommt es zu neurodegenerativen Prozessen. Das heißt, es kommt zu einer, wenn man so will, zu einer vorzeitigen Alterung. Es sammeln sich bestimmte Proteine in den Nervenzellen ab. Das Ganze wirkt sich toxisch aus und die Nervenzellen gehen zugrunde. Welche Symptome deuten denn auf die Erkrankung hin? Ja, die Erkrankung hat sehr viele Gesichter, muss man sagen. Also bei dem einen Patienten fängt die Symptomatik an der rechten Hand an mit einer Schwäche. Die Feinmotorik funktioniert nicht mehr so, wie sie sollte. Bei einer anderen Patientin kann der linke Fuß betroffen sein, die Fußhebung, dass die nicht mehr so funktioniert. Das Sprechen, Schlucken kann beeinträchtigt sein, die Kopfhaltung kann beeinträchtigt sein. Es gibt auch Fälle, bei denen primär die Atmung quasi beeinträchtigt ist. Also ein sehr vielfältiges Spektrum, eine sehr heterogene Erkrankung. Wo kann man sich im Verdachtsfall hinwenden und wie erfolgt dann die Diagnostik? Also die meisten Patienten, die mit einer Schwäche in der Hand, am Fuß quasi hier eine Schwäche bemerken, die sollten sich an einen Facharzt für
Neurologie, einer Fachärztin für Neurologie wenden. Aber sobald es in Richtung einer amyotrophen Lateralsklerose geht, macht es sehr wohl Sinn, sich an ein Zentrum zu wenden, an ein neuromuskuläres Zentrum, um hier eine schnelle Diagnose zu ermöglichen. An erster Stelle steht einmal die klinische Untersuchung. Also der Großteil der ALS-Patienten und Patienten lassen sich nur anhand der klinischen Untersuchung diagnostizieren und dann kommen immer eine Reihe verschiedener apparativer Untersuchungen, das heißt quasi Röntgenuntersuchung, Laboruntersuchungen, ein sogenanntes EMG, das ist diese Nadeluntersuchung, mit der man die Muskelpotenziale misst. Aber diese apparativen Untersuchungen dienen in erster Linie zum Ausschluss von anderen möglichen Diagnosen. Die Diagnose an sich wird mittels klinischer Untersuchung festgestellt. Aber wenn jetzt einmal etwas nicht stimmt mit mir, geht man dann nicht zuallererst zum Hausarzt, zur Hausärztin? Ja, dazu kann ich sehr wohl was sagen. Und zwar also ist es häufig so, dass die Patienten als ersten Ansprechpartner die Hausärztin, Hausarzt oder die Orthopäden halt aufsuchen und hier oft quasi lange Zeit verstreicht mit Röntgenuntersuchungen oder mit Physiotherapie-Infiltrationen, ohne eine neurologische Abklärung durchgeführt zu haben. Und da ist es sinnvoll, dass wenn ein Patient eine Schwäche hat oder quasi neurologische Ausfälle hat, hier sehr frühzeitig an eine Neurologin, einen Neurologen die Patienten zu überweisen, um hier wirklich eine schnelle Diagnose zu ermöglichen. Denn die therapeutische Erfolgsaussicht hängt sehr wohl von der frühen Diagnose ab, um dem Patienten schnell die notwendigen Maßnahmen zukommen lassen zu können. Ist ALS vererbbar? Das heißt, gibt es hier genetische Dispositionen oder handelt es sich um Spontanmutationen? Der Großteil der ALS-Erkrankungen entsteht auf eine Weise, die wir noch nicht gänzlich entschlüsselt haben. Also man nimmt hier genetische Faktoren an und Umweltfaktoren, die, wenn sie zusammenkommen, zum Ausbruch, zur Entstehung dieser Erkrankung führen können. Aber bei 10% der Erkrankungen wissen wir, dass hier sehr wohl Mutationen in bestimmten Genen zugrunde liegen, die quasi die Erkrankung auslösen können und die auch weitervererbt werden können. Und es sind hier inzwischen 30 bis 40 verschiedene Gene, die beschrieben sind, die eine ALS verursachen können. Manche sind häufiger, andere seltener. Die häufigsten zwei sind zum Beispiel das C9orf72-Gen und das SOD1-Gen. Und der Vorteil bei diesen genetischen Formen ist, hier kennt man den Mechanismus, der zur Entstehung der Erkrankung führt, schon viel besser. Hier hat man bessere Einsicht in die Erkrankungsentstehung, sodass hier auch die therapeutischen Ansätze weiter sind. Wie schaut es denn mit Medikamenten aus? Ja, genau. Es gibt hier neue Therapieentwicklungen. Und zwar ist das eine bestimmte Substanzklasse, die sogenannten Antisense-Oligonukleotide. Das ist eine neue Therapieform, die bei genetischen Formen eingesetzt werden kann, bei verschiedenen Erkrankungen, auch bei der amyotrophen Lateralsklerose. Wie schon erwähnt, sind 10% der ALS-Formen haben eine genetische Ursache und hier für eine dieser Formen haben wir kürzlich eine neue Zulassung mit Tofasen, die jetzt auch in Europa verfügbar ist. Das ist ein Medikament, das ins Nervenwasser gespritzt wird, also über eine Lumbalpunktion verabreicht wird, initial 2-wöchentlich und danach in monatlichen Abständen und hier bei einem Teil der Patienten teilweise zu einer Verbesserung führt, bei einem Großteil zu einer Stabilisierung des Erkrankungsverlaufs. Und das ist etwas Revolutionäres, das wir so bei der ALS noch nicht gesehen haben, nicht gekannt haben. Es gibt hier Fallberichte von jungen Patientinnen, eine junge Patientin aus Deutschland, die im Rollstuhl war, schon beatmet war
Und im Rahmen, hat bei einer Studie mitgemacht und bei dieser Studie, im Rahmen dieser Studie konnte sie dann wieder gehen und selbstständig atmen. Und das hat man bei der ALS zuvor noch nie gesehen. Insofern sind diese Medikamente sehr vielversprechend und Grund zur Hoffnung, dass hier in der Zukunft wir mit mehr quasi rechnen können. Was bedeutet diese Diagnose jetzt für das Leben der Betroffenen? Die Diagnose bedeutet nach wie vor de facto ein Todesurteil. Also sobald man die Diagnose hat, die Erkrankung ist nicht heilbar, die Erkrankung ist fortschreitend. Man kann es mit diesen Maßnahmen sehr wohl günstig den Verlauf beeinflussen, verlangsamen, aber heilen kann man die Erkrankung zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Eine Ausnahme bilden vielleicht wirklich diese genetischen Formen, wo wir die ersten Hinweise haben, dass man die Erkrankung sehr wohl sehr stark stabilisieren kann, wobei hier noch die Langzeitdaten fehlen. Aber für die meisten Patienten ist das ein Schock, ist das ein Trauma, wenn man so will, die Diagnose zu bekommen. Und da muss man auch ansetzen und die Patienten hier begleiten in ihrer Erkrankung mit den diversen Maßnahmen, die zur Verfügung stehen. Seien das psychologische Maßnahmen, soziale Maßnahmen, Physiotherapie, Ergotherapie etc. Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen, dass Sie heute bei uns waren und alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit. Vielen Dank auch für die Einladung. Auf Wiedersehen. Ja, das war sie, die Folge zur amyotrophen Lateralsklerose. Wenn Sie dazu weitere Informationen suchen, dann schauen Sie doch einfach in die Infobox unter diesem Video. Schicken Sie uns eine E-Mail, schauen Sie auf unserer Internetadresse nach. Schenken Sie uns aber auf jeden Fall ein Gefällt mir und vor allem denken Sie immer dran, Wissen hilft.